Wir haben am UFZ eine hervorragende Infrastruktur für die Forschung und wir haben Fachleute für fast alle relevanten Themen im Umweltbereich, mit denen man zusammenarbeiten kann und mit denen es auch Spaß macht, zusammenzuarbeiten, weil es nette, weil es interessante Leute sind und weil wir insgesamt eine Atmosphäre haben, die eben diese Zusammenarbeit auch beflügelt. Ich bin nach vielen Jahren Forschung an der Uni Stockholm ans UFZ nach Leipzig gekommen, weil hier alle Disziplinen, die mit Umweltforschung zu tun haben, vertreten sind. Es gibt ein großes Potenzial zur Zusammenarbeit und es gibt eine sehr gute instrumentelle Ausstattung. Wir messen an unterschiedlichen Ökosystemen alle Beiträge zum Kohlenstoff- und zum Wasserhaushalt, unter anderem hier in diesem Wald. Schon als Kind bin ich immer gerne geklettert und war viel im Wald. Und das kann ich ja hier durch meine Arbeit am UFZ wunderbar verwirklichen. Mir persönlich ist das Thema Diversität sehr wichtig, im weitesten Sinne. Die fachliche Diversität, die wir hier haben, aber auch die menschlich-persönliche. Ich möchte das Verständnis für Diversität weiter ausbauen und auch den Umgang damit, bei mir selber am UFZ und darüber hinaus. Das Schöne am UFZ ist, dass man täglich Kollegen trifft, die neue Ideen haben, kreative Überlegungen, mit denen man die anstehenden Probleme lösen kann, die einem aber auch zeigen, wie viele ungelöste Probleme es noch gibt. Hier am Provis-Zentrum für chemische Mikroskopie gibt es eine weltweit einzigartige Zusammenstellung von Mikroskopen. Zusammen mit diesen Geräten hoffe ich, einen kleinen Beitrag zur modernen Umweltforschung zu leisten, denn ich denke, viele der großen Probleme liegen im Mikroskopischen. Työskentelen mielelläni UFZ:ssä, koska tehtävät ovat monipuolisia, aiheet kiinnostavia ja minulla on kivoja työkavereita. Dass es mich am UFZ gibt, ist eine Besonderheit. Wir sind die größte Gruppe von Sozialwissenschaftlern in ganz Helmholtz am UFZ und können deswegen die Folgen des Hochwassers 2013 zum Beispiel nicht nur aus ökologischer oder aus hydrologischer Perspektive erforschen, sondern auch uns mit den sozialen und ökonomischen Konsequenzen befassen. Am meisten motiviert mich, dass ich am UFZ so arbeiten kann, wie ich gerne wissenschaftlich arbeiten möchte. Das heißt interdisziplinär, anwendungsbezogen und mit einem hohen Anspruch an wissenschaftliche Qualität. Ich arbeite gerne hier, weil das UFZ mir die Möglichkeit gibt, Beruf und Privates gut miteinander zu verbinden, zum Beispiel durch Elternzeitregelungen und flexible Arbeitszeiten. No Brasil, 100% dos carros de passageiros andam com bioetanol. Isso traz problema para o meio ambiente, partindo do ponto de vista que o lixo é facilmente jogado no meio ambiente sem nenhum tipo de tratamento. E eu tive a tarefa de dar uso mais nobre para esses resíduos que são jogados no meio ambiente. E aqui no UFZ eu tenho essa possibilidade de pesquisar os meios mais viáveis de ganhar energia, por exemplo, através desses resíduos. Ich arbeite seit 25 Jahren hier im GCMS-Labor. Und das Schöne daran ist, dass ich immer die Möglichkeit hatte, mit der modernsten Technik zu arbeiten. Angefangen vom GC Single Quad bis jetzt zur GC Orbitrap. Ich bin für die Digitalisierung in der Verwaltung zuständig. Wir wollen Prozesse vereinheitlichen und auch verschlanken, um im Nachgang das Arbeiten komfortabler und transparenter für die Mitarbeiter der Administration zu machen. Kurz gesagt, wir wollen Papier und Ressourcen sparen. 东西的合并的时候，其实在德国，特别是东部，环境问题也是非常严重的。但是呢，在过去的20到30年之间，德国的科研以及技术方面已经大部分解决了德国的环境问题，所以这些对中国来讲是一个非常好的一个例子。所以中国可以在德国，特别是环保方面学习。 Ich arbeite sehr gerne im Freien und kann hier auch eigenständig arbeiten. Das gefällt mir. Meine Mission ist im Prinzip, die Anlage am Laufen zu halten
Unser größter Feind ist der Wind. Und wenn ich es schaffe, dass die Anlage das ganze Jahr havariefrei läuft, ist meine Mission so gut wie erfüllt. Die Administration zeichnet verantwortlich für die Balance zwischen Wissenschaftsunterstützung und Gewährleistung, dass die öffentlichen Gelder, die wir bekommen, nach Gesetz auch ausgegeben werden. Das ist die spannende und herausfordernde Aufgabe, der wir uns in den nächsten Jahren als Team gemeinsam stellen.